Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Premiere des Gira Tastsensor 4. Ihr kennt ja unsere Serie Die besten KNX-Taster. Da haben wir ja schon eine Menge euch vorgestellt, haben auch schon eine Menge miteinander verglichen. Heute geht es um diesen Tastsensor 4 Komfort, vierfach, ne, mit Edelstahlwippe. Ich glaube, den habt ihr noch gar nicht so sehen können. Heute geht es darum, um die Hintergründe, also wie kann ich das Ganze parametrieren, was kann dieser Taster alles, wie kann man den einordnen, ne? Also auch, wie sieht das preislich aus, gleich vorweg, ich habe noch keinen Preis hier für den Tastsensor 4 Komfort und ja, also das vielleicht so ein bisschen Historie, Bedienbarkeit, Design, das sind alles so die Themen, die wir heute in diesem Beitrag besprechen. Aber fangen wir doch gleich mal von vorne an. Was ist der Vorteil von so einem KNX-Taster? Wo kann ich den einordnen? Wo wird er überhaupt verwendet? Wenn ihr jetzt ein neues Haus errichtet, das kann ein Einfamilien-, Mehrfamilienhaus sein, was auch immer das ist, dann braucht ihr mindestens in jedem Raum sogenannte KNX-Schalter, Taster. Ne? Voll vernetztes Haus, ganz klar. Ansonsten seid ihr hier bei uns nicht ganz so richtig. Und in der Vergangenheit haben wir euch immer gesagt, wenn man gescheit konzipiert und plant, dann ist in jedem Raum zur Steuerung aller Funktionen, das kann also die Beleuchtung sein, das kann die Verschattung sein, in der Regel sind es diese zwei Dinge, oder das ist die Alles-Aus-Funktion, was auch immer. Ne? Das Ganze funktioniert über einen solchen Taster. So. Das Thema Design ist natürlich bei einem echten Smart Home mit KNX am besten weltweit aufgehoben, weil es gibt ungefähr am Markt so 1050, 1100 verschiedene Taster. Das müsst ihr euch mal überlegen, das ist eine ganze Menge, gibt es in keiner anderen Welt so. Ne? Also selbst in der Baumarktwelt, wo man halt diese kurzlebigen Produkte hat, gibt es nicht diese Vielfalt in dieser Qualität, in diesem Variantenreichtum. Ne? Muss man erstmal so sagen. Und auch was das Thema Haptik anbelangt, ne, Oberflächenhaptik, ne, man will ja, wenn man sich jetzt was Gescheites errichtet, das soll ja schön anzuschauen sein und das muss ja auch hier, ne, ich will ja eine Rückmeldung haben. Dazu kommen wir jetzt gleich. Prinzipiell erstmal so, der sieht hier so ein bisschen aus wie mein Lieblingstaster, ne, deswegen zeige ich ihn euch auch. Das ist der Berker BIQ. Den Berker BIQ, den gibt es jetzt seit 16 Jahren, den zeige ich euch nicht. Das ist jetzt hier der Tastsensor 4 Komfort. Worauf hat jetzt Gira verzichtet? Was ist der Trend im Markt? Ich will natürlich in jedem Raum möglichst einfach Beleuchtung, Verschattung und weitere Funktionen. Ich kann hier Steckdosen ein- und ausschalten, wenn ich das will. Das kennt ihr ja. Ich kann diese Tasten hier immer frei programmieren und belegen, umbelegen, was auch immer. Ne? Da sieht es einfach so aus, ich brauche kein Display mehr heute. Ne? Das hat der Berker BIQ, den ich jetzt auch schon lange habe, ne? Im Einsatz habe und der mir immer noch gefällt. Was mir hier gefällt ist, ich habe hier kein Display mehr. Das war beim Tastsensor 3 Komfort, da gab es ja auch die Variante mit Display oben. Ich weiß gar nicht, den Tastsensor 3 von Gira gibt es ja auch gefühlt schon seit 20 Jahren. Ne? Also ich glaube, der kommt aus dieser Zeit vom Berker BIQ. Vielleicht ein bisschen später, ne? So 12 Jahre. Und Gira hat jetzt hier wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht. Bei Schlichtheit, bei Klarheit, bei der Materialanmutung, bei der Verarbeitung. Da war sie beim Tastsensor 3 auch schon nicht schlecht. Ne? Sie war gut oder sehr gut. Das sieht jetzt richtig clean aus. Aus meiner Sicht geht die Entwicklung dahin, dass ich also cleanes, schlichtes Design habe. Es gibt natürlich sicherlich auch Linien, die ich jetzt in einer Altbauvilla unterbringen kann. Da passt der vielleicht nicht so, aber im Neubau würde ich sagen, ist das mit ein Favorit bei der Auswahl. Was hat Gira noch getan, bevor wir zu den Details der Funktionen kommen? Es gibt das Display nicht mehr und es gibt hier auch keinen Raumtemperaturregler mehr. Ne? Also da muss man dann einen Heizungsaktor haben mit Raumtemperaturregelung. Dafür hat dieses Teil hier misst die Raumtemperatur, ne? Also ein Temperatursensor.
Und es hat einen Feuchtesensor drin. Ne? Also das ist auch das Thema, wenn ich jetzt im Sauna, im Badbereich, Sauna vielleicht jetzt nicht ganz so, ne, wenn wir jetzt hohe Luftfeuchte haben, aber ich kann natürlich überall in den Räumen die Luftfeuchte messen. Also das hat er mit integriert. Also das ist, wenn es interessiert, das ist ein digitaler Feuchtesensor, also kein NTC. Wen es interessiert. Ne? Also die Feuchtigkeit wird ziemlich genau gemessen. Also das vorkalibriert. Was hat er noch? Dafür müssten wir vielleicht mal den Taster jetzt anschließen. Ich habe jetzt mal hier, ein KNX-Kabel. So, und dann schließen wir das Ganze mal an und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Jetzt ist der Taster hier gestartet. Jetzt könnt ihr auch sehen, wie hier die Status-LEDs, wie das Ganze aussieht. Und was noch besonders ist, wir haben jetzt hier die LEDs, können wir in 8 Farben leuchten lassen. Ne? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich halte es euch jetzt mal ein bisschen hier ran. So, also hier könnt ihr das sehen, wenn wir jetzt hier drücken. Was ist jetzt das Besondere an diesem Taster? Ich habe jetzt für diese alle Tastenfunktionen, das sind eigentlich entweder 8 Einzeltasten, ne? Ich drücke die jetzt mal hier, oder ich habe jetzt 4 Wippen. Meine Empfehlung von Anfang an euch ist die, dass ich halt diese 4 Wippen verwende. Ne? Also die Wippe verwende ich dann, wenn ich hier die Jalousie auf und ab und stopp verwende. Oder ich habe hier eine Leuchtenszene oder eine Einzelleuchte, die ich dann hier aufrufe mit Dimmen, an, aus und dimmen. Ihr könnt natürlich das alles hier immer selber frei belegen, ne, was hier auf jeder Taste ist. Ich glaube, das muss ich nicht sagen, aber es gibt ja manchmal immer so bei uns auch, ja, also ihr schreibt ja manchmal unter YouTube drunter, wie das Ganze zu verstehen ist für die Leute, die jetzt neu eingestiegen sind. Ne. Was ich hier an diesem Taster noch bemerkenswert finde, er ist relativ flach. Ne. Ich habe jetzt mal hier das vorher gemessen. Und da sind wir dann bei 12,3 mm. Ne, also wenn ihr das in die Wand jetzt einbaut, das ist 12,3 mm tief. Ne, also hier, das ist die Entfernung. So, das Ganze kommt jetzt in eine normale Dose rein und dann hat man hier noch so einen Rahmen, wo man das festschrauben kann an der Wand. Ne, das ist dann hier der Rahmen. Der wird dann von oben festgeschraubt und dadurch liegt dann natürlich der Taster ganz bündig an der Wand. Und ich glaube, darauf kommt es an und da wackelt nichts und da bewegt sich nichts. Ich habe jetzt mal hier schon diese Edelstahlwippen vormontiert. Also die werden oben reingeklickt. Das könnt ihr mal so sehen hier. Ne? Und was man hier oben auch hat, was ich ziemlich toll finde, ist nicht mehr so selten, aber was wirklich gut ist, man kann jetzt im eingebauten Zustand diesen Taster, die physikalische Adresse, kann man hier oben ist die Taste für die physikalische Adresse, dann kann ich hier die Taste drücken. Finde ich ziemlich gut. Jetzt könnt ihr mal hier so auch die LEDs sehen, wie es leuchtet. Ja, und also auch dieser Tastaturklick, ne, hier. Also das hört sich sehr gut an. Ich glaube, da hat man bei Gira sich schon ein paar Gedanken gemacht. Ich glaube, wenn ihr das so jetzt seht, was auch neu ist bei Gira, ich habe hier keinen Rahmen mehr. Ne? Also da gab es ja so Zeiten, wo man dann einen Rahmen drumrum gemacht hat und dann hat man noch irgendwie, also das sieht man ja oft mal so, ich glaube in Fitnessstudios, wo der ältere Tastsensor verbaut ist, da ist dann so handschriftlich dann geschrieben oder dann ist dann so ausgedruckt, steht dann drauf Licht 1, Licht 2, Licht 3, Licht 4, Jalousie 1, 2, 3, 4. Also das zieht so ein bisschen die Qualität, zumindest so vom ästhetisch-optischen, zieht das nach unten. Aus meiner Sicht ist einfach das so, von dem Bedienkonzept her, wenn ich jetzt im gesamten Haus überall diesen Tastsensor verbaue, dann kann man von vornherein sagen, in jedem Raum funktioniert das gleich. Ne? Oben haben wir
haben wir die Leuchten. Ne? Die ersten beiden Wippen sind die Leuchten oder die ersten 3 Wippen sind die Leuchten. Dann kann ich hier Szenen vergeben, da kann ich dimmen. Und dann habe ich vielleicht unten noch habe ich die Jalousien. Ne? Die gehen dann alle Jalousien gehen im Raum nach oben und nach unten. So das Thema Bedienergonomie. Also in der Regel will man die Jalousien ja nicht einzeln betätigen, sondern ja, also wenn man das dann wirklich will, dann macht man das nicht mehr über diesen Taster hier, sondern dann macht man das über das iPad oder Touchscreen, ne, falls es ein Touchscreen noch gibt. So, jetzt habe ich mir gedacht, wir schauen uns mal das Ganze in der ETS an. Wichtig ist erstmal die Parameter. Man kann jetzt einstellen, welche Farben diese Status-LEDs, also mit welcher Farbe alle jetzt den Status anzeigen sollen. Und da können wir die eine der 8 Farben einstellen. Man kann alle gleich einstellen. Ich habe es hier mal weiß eingestellt. Dann kann man die Helligkeit von allen Status-LEDs einstellen. Ist auch jetzt mal schon interessant. Also das ist 5-stufig und 0 ist aus und Stufe 5 ist eben am hellsten. Dann ist hier auch noch, dass die Helligkeit aller Status-LED bei Nachtabsenkung auf die Stufe 2 runtergeschaltet wird. Finde ich eine super Funktion. Ne? Also wenn man dann nachts jetzt da durchs Haus läuft, dass man dann nicht die LED ins Gesicht geleuchtet kriegt und dann vielleicht noch gleich wieder wach wird. So, das ist das Thema, was ich vorher euch schon angekündigt habe. Ihr könnt die LEDs auf den Wippen gleichzeitig für eine Alarmmeldung verwenden. Ne? Das ist hier. Oder als Orientierungsbeleuchtung kann man auch die Helligkeit einstellen und dann, dass die LED-Nachtabsenkung aktiv ist. Also das ist so eigentlich eine Zweifachfunktion. Einerseits habe ich einen minimalistischen Taster, ne? Also mit den Status-LEDs. Andererseits kann ich Alarmmeldung ausgeben über Blinksignale, über über eine spezielle Farbe, und ich kann auch noch das als Orientierungsbeleuchtung mit verwenden. So, Sperrfunktion wollen wir jetzt mal nicht. Dann hat dieser Taster auch Szenen integriert. Das sieht man dann hier unten. Ne? Also wir haben jetzt hier 8 verschiedene Szenen, die wir jetzt hier zuweisen können. Ne? Also an den jeweiligen Szenenausgang müssen wir dann was anlegen. Ne? Jetzt ist alles hier Schalten eingestellt. So, wir waren jetzt hier oben noch bei der Bedienung. Ne? Also dieser Taster ist jetzt grundsätzlich als 4-Wippen-Funktion ist der konfiguriert. Ne? Das könnt ihr natürlich hier auch einzeln konfigurieren, dass man dann 8 einzelne Tasten hat, macht aus meiner Sicht macht keinen Sinn. So, LED-Alarmmeldung kann man noch einstellen. Da kann man sagen dann Alarm bei ein und Alarm rücksetzen bei aus. Das seht ihr alles hier. Die Orientierungsbeleuchtung kann man immer haben. Ne? Die Farbe kann man einstellen. Die Nachtabsenkung kann man definieren. Die Szenenfunktion haben wir hier schon gehabt. Ne? Hier kann man auch noch die Datentypen einstellen, was das sein soll. Temperaturmessung, ganz wichtig. Wir verwenden den internen Fühler. Man kann nämlich auch noch einen externen Fühler, kann man auch noch anschließen. Hier kommt wahrscheinlich die Raumbezeichnung, was weiß ich. Da würde man jetzt beispielsweise das Schlafzimmer einstellen. Ne? Das kann man hier eintragen. Das andere, das sind alles Details, was ihr an der Parametrierung einzustellen habt. Wir können noch eine zusätzliche Temperaturmessung hinzufügen. Und jetzt das Thema Raumfeuchtemessung. Ne? Das ist jetzt auch, da würde man jetzt auch beispielsweise hier das Schlafzimmer einstellen. So, das sind die Parameter. Das ist das, was ihr von Anfang an erstmal alles einstellt bei dem Tastsensor 4. Und dann haben wir hinten raus hier die gesamten Kommunikationsobjekte. Und bei den Kommunikationsobjekten, da könnt ihr dann die entsprechenden Aktor, beziehungsweise wenn es eine DALI-Leuchte ist, ne, könnt ihr die entsprechende Eingänge hier hinzufügen. Ne? Das sind hier die Gruppenadressen, die an die mit den entsprechenden Kommunikationsobjekten hier verbunden werden. Ne? Hier seht ihr die Alarmmeldung. Ne? Hier ist der Eingang für die Alarmmeldung. Hier ist der Eingang für die Nachtabsenkung. Ne? Und hier habt ihr die Szenen. So, worauf kommt es heute bei so einem Taster eigentlich an? Neben dem Design, ne, was schlicht, aus meiner Sicht sollte das schlicht sein. Ne? Wenn wir modern bauen, Smart Home,
Dann soll das schlicht sein, es soll hochwertig sein. Ich soll die Qualität auch fühlen. Hier in dem Falle fühle ich sie auch. Und wenn ich weiße Wände habe, empfiehlt sich natürlich schon hier das Edelstahl. Ne? Das gibt es natürlich dann von Gira auch in anderen Designs. Welche kann ich euch jetzt noch gar nicht so sagen. Ich will, wenn ich jetzt hier klicke, na, da will ich irgendwie so, das will ich fühlen können. Ne? Ihr kennt es vielleicht auch aus dem Auto. Da habe ich ja die ähnliche Situation. Ne? Wenn ihr wollt es ja blind bedienen. Ne? Ihr könnt ja nicht irgendwie in einen Raum reingehen und dann erstmal hier genau gucken, sondern man will einfach dann so, wenn man schon was bedient, ohne dass man da genau hinsehen oder überhaupt hinsehen muss. Was das Besondere an diesem Tastsensor 4 ist, neben dem Status hier, können wir zusätzliche Alarmfunktionen, Blinkfunktionen durch andere Farben, können wir dann oben als Priorität noch anzeigen lassen. Also wenn ich jetzt hier, ich sage mal so, Taste ist gedrückt, Anzeige, ne, also ist aktiv, Schaltfunktion ist aktiv. Wenn jetzt im Haus, ja, das muss jetzt gar nicht so der Einbruchsalarm sein, das kann irgendwas anderes sein. Ne? Einige von euch würden sagen, die Waschmaschine ist jetzt fertig. Dann fängt hier oben dieser Bereich rot an zu blinken, beispielsweise, ne, als Signal. Das könnte man machen. Ne? Also wir haben diese Zusatzfunktionen durch die Farben der LEDs, ne, 8 verschiedene Farben und durch eine Möglichkeit des Blinkens. So, was hat der Taster noch? Der Taster noch bietet die Möglichkeit, dass ich jetzt Tag- und Nachtfunktionen habe. Ne? Also, dass ich die LED-Leuchten hier als Nachtlicht einerseits zur Orientierung verwenden kann und dann kann ich sie auch noch dimmen. Ne? Also das finde ich eine ziemlich coole Funktion. Ne? Also ich kann jetzt alles hier beispielsweise weiß machen und einen bestimmten Dimmwert angeben. Und dann, ganz interessant finde ich, wir haben hier unten noch eine Taste von Gira. So, das zeigen wir euch mal. Mal sehen, das müsste man jetzt sehen können, ja. Also jetzt gibt es diese Taste hier noch. Diese Taste hier unten, die ist für zukünftige Anwendungen gedacht. Also da ist noch, macht ein Gira ein bisschen Geheimnis draus. So, an dieser Stelle würde ich vorschlagen, wir zeigen diesen Taster der Stefanie und die hat vielleicht auch noch eine ganz spezielle Sicht. Ja, ich habe jetzt hier den Gira Tastsensor 4 in der Hand. Das allererste Mal. Ganz neu und ich staune, also das ist wahnsinnig schwer. Man merkt richtig, da steckt richtig was dahinter. Ne? Das ist richtig Substanz. Das ist also nicht irgendwie billig. Man sieht es auch gleich an der Verarbeitung. Sehr hochwertig verarbeitet und wie gesagt, es wiegt richtig was. Was ich sehr schön finde, ist das Design. Ist jetzt hier in dem Fall in Richtung Edelstahl. Ich könnte mir auch gut vorstellen, das Ganze vielleicht auch nochmal in Weiß oder in Schwarz. Es muss ja nicht immer alles in Edelstahl-Look sein, aber auf jeden Fall sieht das dadurch sehr hochwertig aus. Sieht aus wie gebürsteter Edelstahl, finde ich sehr hübsch. Und wir haben hier so kleine LED-Lämpchen. Das scheint ein Kippschalter hier zu sein. Merkt man auch gleich beim Drücken, ne? Da ist so richtig, also die Haptik ist toll. Da merkt man wirklich, dass da eine gute Qualität hintersteckt. Gibt auch wie so ein bisschen so eine Rückmeldung, so ähnlich wie beim Handy, so diese haptische Rückmeldung. So fühlt sich's an. Und man merkt aber auch ganz klar, ich habe den Taster jetzt auch richtig gedrückt. Also das ist ein tolles Gefühl, weil ich sofort gleich weiß, wie doll muss ich drücken, damit hier was passiert. Und ja, durch die Lichter gehe ich jetzt mal davon aus, ohne mich da genauer auszukennen, dass mir da angezeigt wird, was gerade aktiv ist, welcher Modus. Das kann ich sicherlich da ja alles hinterlegen. Und schaut, finde ich, auch sehr schlicht, zeitlos schlicht aus. Also ich glaube, sowas gefällt mir auch in 20 Jahren noch. Also wir denken ja mal langfristig bei Immobilien, ne? Wir wollen ja da nicht alle paar Jahre jetzt so Taster neu kaufen. So, meine Damen und Herren, das war eine kurze Vorstellung des Gira Tastsensor 4 mit ein paar Details in der Software hinten drin, was man da machen muss oder was das Teil erstmal überhaupt kann. Ihr lest ja auch hier, wenn man so ein bisschen näher rangeht, ne, könnt ihr sehen, KNX Secure, also das Thema Sicherheit, kann man auch einen Haken dran machen. Und jetzt die Frage, ist der Taster empfehlenswert oder nicht? Ich würde sagen,
Er ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr es minimalistisch wollt, wenn ihr eine schöne Optik und eine schöne Haptik haben wollt und nebenbei auch noch eine ganze Reihe Funktionen integriert haben wollt, ne? Also diese Feuchtemessung, die Temperaturmessung, kein Raumtemperaturregler mehr, ne? Wenn ihr das alles haben wollt, in einem schlichten Design, ist das auf jeden Fall für euch eine Überlegung wert. Ich glaube, es gibt noch keinen Preis, dass dieser Taster so im mittleren Bereich angesiedelt ist. Also nicht da, wo Basalte ist und auch nicht da, wo MDT ist. Ne? Wenn man jetzt mal so die zwei, sage ich mal, Extreme sich anschaut, Extreme nicht im Sinne von überzogen, sondern einfach vom Preissegment her. Ich schätze, dass dieser Taster, ja, so um die 200 € kosten wird. Aber das wird sich noch zeigen. Wahrscheinlich kostet er auch weniger. Ne? Vielleicht kostet er 150 €. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Da muss man jetzt auch noch mal warten, bis die ersten Preise am Markt auftauchen. Was mir hier wirklich sehr gut gefällt, ist dieses hochwertige Design und auch diese Farben. Ne? Die leuchten einfach total schön. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich freue mich auf einen Daumen, wenn euch das gefallen hat. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem neuen Tastsensor 4 Komfort jetzt in dieser Version, was ihr von dem haltet. Ist es für euch eine Überlegung wert? Ich freue mich über ein Abo, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Und seid gespannt. Bis zum nächsten Beitrag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.